Wunderschöner Tag für eine Ausfahrt. So eine Du warum lässt du mich denn jetzt gerade im Stich? So eine echt. Mann, nicht jetzt. Ja, einigen von euch ist das vielleicht schon passiert, anderen wird es vielleicht noch mal passieren und worum es hier genau geht, das zeigen wir euch jetzt. Das Problem, was ihr jetzt natürlich habt, wenn ihr in dem Auto sitzt und die Starttaste drückt und es passiert nichts, ihr wisst nicht, was es ist. Und es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es dieses Bauteil hier ist, was diesen Fehler verursacht. Und ich zeige euch das mal eben quasi hier in neu. Ja, und ich sag mal so, ihr könnt euch jetzt natürlich anhand der Form schlecht vorstellen, wo es sitzt oder was es für eine Aufgabe habt. Und deswegen möchte ich euch das eben nochmal am Fahrzeug gleich zeigen. Nissan hatte bei einigen Modellen vor ein paar Jahren schon eine Rückrufaktion, und zwar geht es um das Lenkradschloss. Das Lenkradschloss befindet sich hier an der Lenksäule unterhalb des Armaturenbrettes. Das ist so ein silberner Kasten. Der ist elektronisch angesteuert und hat einen Bolzen drin, der quasi die Lenksäule verriegelt. Es ist halt auffällig, wie gesagt, ihr könnt halt einsteigen, ihr könnt die Kupplung treten, aber beim Drücken auf die Starttaste passiert halt nichts. Ja. Es wird halt nur das kleine Autosymbol im Tacho oder im Drehzahlmesser eingeblendet mit diesem Schlüsselsymbol, aber sonst steht das Auto. Ihr könnt es nicht bewegen, keine Chance, das irgendwie zu überbrücken, anzuschieben oder sonst irgendwas. Ihr müsst es abschleppen lassen. Das ist die einzige Lösung, die es dafür gibt. Und wir zeigen euch jetzt gleich mal das Lenkradschloss im Detail. Und wir haben hier für uns halt, damit wir die Fahrzeuge rangieren können, diese Platine aus diesem Lenkradschloss ausgebaut und können damit die Fahrzeuge halt hier bewegen. Das Lenkradschloss selber ist ja entriegelt, nur das Signal, dass das Lenkradschloss entriegelt ist, was ans Steuergerät weitergegeben wird, das kommt halt nicht an und deswegen startet das Fahrzeug auch nicht. Und ja, wir zeigen euch erstmal das Lenkradschloss. Ja, mich hat vor ein paar Tagen erst ein Kunde angeschrieben, Tino, kannst du mir helfen? Ich habe Stoßdämpfer gewechselt und wir haben hinten halt die Buchse aus dem Stoßdämpfer unten halt rausgezogen, dabei halt auch die Schraube weggerissen oder das Gewinde versaut und er hat sich bei Nissan eine neue bestellt mit Lieferzeit 4 Wochen plus. Super. Hat er mich gefragt, ob ich da weiterhelfen kann, sag ich, ja klar, haben wir Lager, das Problem kennen wir. Und genau das Gleiche wollen wir jetzt hier mitmachen. Wir kennen dieses Problem und es taucht vermehrt auf. Das Bauteil ist zwar etwas teurer als eine Schraube, aber wir sehen zu, dass wir für euch dieses Bauteil am Lager haben. Weil wir haben jetzt auch schon auf dieses Bauteil hier aktuell 4 Wochen gewartet. Ja, und ohne das Bauteil lässt sich halt, wie gesagt, das Auto nicht starten. Ich möchte euch keinen Scheiß verkaufen oder sonst irgendwas, weil es gibt halt auch Dummies, die diese Funktion dieses Lenkradschlosses quasi umgehen, aber Fahrzeug ohne Lenkradschloss ist gleich Betriebserlaubnis erloschen. So einfach ist die ganze Geschichte. Und deswegen möchten wir das nicht machen. Das heißt, ihr kriegt bei uns ein Nissan Originalteil zum offiziellen Nissan-Preis. Der liegt aktuell, Stand April 2021, bei 426,98 €. Aber wir haben es dann vorrätig. Ja, es sei denn, es kommt 10 auf einmal, dann müsst ihr vielleicht ein paar drauf warten, weil dafür sind die Teile dann doch ein bisschen teuer, dass wir dann uns 10 davon hinlegen. Aber der Einbau ist super simpel, den haben wir euch gezeigt und von daher kleiner Tipp wieder für euch als Service von uns. Also bis zum nächsten Video, euer Tino, ciao.